Wir hatten eh schon genug It's Pech. full of life Da kann here. Benny es nicht schlimmer machen. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Ist ja... War Deschret auch ein Dendro-Arkon oder wie? Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Raman. Oder ist vielleicht die Göttin der Blumen hier? Huh? Me? Ja, einen anderen Raman wird es ja wohl nicht geben. Do you see another Raman here? Er sagt so das Gleiche. Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want. But there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from King Deshrets' civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. Oh, das würde ihn bestimmt noch glücklicher machen. Does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Dringen tiefer in die Ruinen vor. Oh. Schauen wir erstmal hier, wo alles kollabiert zu sein scheint. Hier ist nichts. Das ist echt schön mit dem Licht, was hier reinfällt. Ja, was sind das hier für Obelisken? Drehen. Ah. Rituelle Anleitung. Betrachte als Sterblicher den Tempel hinauf und höre auf den heiligen Rat von König Deshrets. Das Ding da leuchtet jetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was mir das sagen soll. Habe ich eine besondere Seite ausgewählt? Ah, ein Fragmente. Okay. War ein total simples Rätsel. Links dreht alle 3 Reihen, Mitte dreht die beiden und rechts dreht nur sich alleine. Aufzug. Wie futuristisch. Es wurde ja gesagt, dass die Wüstenzivilisation, die untergegangen ist mit der Schritt, noch fortschrittlicher war als das heutige Sumeru, ne? Ist das ein Bild von ihm? Und ein typischer Rollenspielmann nur, die natürlich die Fackeln und Kerzen und was auch sonst Feuerschalen immer wohl gefüttert mit Feuermaterial und angezündet. Der Rest kann aussehen wie Sau, aber Hauptsache die Feuerschalen und Kerzen brennen. Ah, Mann, können die mal aufhören zu... Ich erreiche die nicht in der Luft, weil ich keinen Bogen habe. Aber Zaino erreicht die. Und natürlich gibt es ja Möhren und Rettich und die sind auch garantiert noch gut nach 2000 Jahren. Aber wahrscheinlich eher 500. Ja, geht's einfach nur zurück, nehme ich an. Jawohl.
Eine Sache. Hauptsache Kerzen und Feuerschalen brennen. Wow. Hoppala, da bricht glatt die Framerate ein bisschen ein. Was ist denn da los? Scheint sehr anspruchsvolles Sicht zu sein. Da gibt es ja nicht mehr Raytracing. Ah, natürlich. Das ist cool. Wow, lohnt sich richtig hier alle Ecken zu erkunden. Den Apfel und die Dommerfrucht hätte ich schmerzvollst vermisst. Nowhere to run. Through me, justice is served. Their penance is due. You stand condemned. Guilty. Their penance is due. Aha. Ich schätze von der Symbolik her, das müsste auf jeden Fall Deshrets sein. Und der hier ist sehr prägnant vertreten. Das ist ja wahrscheinlich seine fantastischen Untergeordneten. Sowas wie die vier Wände von Mondstadt. Oh. Ah, vielleicht hätte ich mich draufstellen sollen, ne? Was ist das denn? Warum gibt es denn so einen blöden Knopf? Klar, um den zurückzurufen, aber das ist doch doof. Klar, kannst auch ein bisschen übertreiben mit den Fresken. Germinate. Propagate. Surrender. That's gonna hurt in the morning. Scatter. Nowhere to run. Hey, wieder. Teamwork is dreamwork. Surrender. Your sins weigh upon your soul. Guilty. You stand condemned. Das war frech. Dino sieht echt badass aus in seiner Ultimate. Kann man nicht anders sagen. Bin sehr froh, den zu haben. Moment, von hier kommen wir, oder? Ja. Ah. Mysteriöse Nachricht. Nachdem ich 6 Tage lang den Tempel infiltriert habe, verstehe ich endlich die Tricks der Priester. Der Aufzug fährt auf den Boden hinunter, steige auf den Aufzug, bevor er wieder nach oben fährt, um die Kuppel zu erreichen. Unsinn, wie verbotener Boden voraus, Sterbliche dürfen nicht passieren oder ähnliches haben sich die Priester nur ausgedacht, um uns zu täuschen. Ich hasse diese Methode hier in der Hoffnung, dass das Volk von König Deshret, das in Zukunft herreist, das Privileg genießen kann, seinen Heiligen zu sehen. Seinen Heiligen? So war auch der Titel der Questline, ne? Deshret und die 3 Heiligen oder so ähnlich? Ach so, der zweite Boden hier. Oder die zweite Decke. Huch. Wir hatten auf einmal die Partybeleuchtung da unten angemacht. Checkpoint. Und natürlich Gegner. Propagate. Spring forth. Futile. Let's light it up. Everybody stand back.
Wheel of life. Scatter! Adventure time! Propagate! Ja, leider machen Dentro und Kryo noch keine Reaktion miteinander, was ich ein bisschen schade finde. Ausschalten, anschalten. Okay. Das dreht die weiter, aber können wir die nicht weiter manuell drehen? Oh ne, können wir nicht. Was ist denn im letzten? Ah, das dreht sich weiter. Okay. Ein neuer Aufzug. Ich schaue mich aber ein bisschen in die Krone von dieser komischen Pyramide. Oder Doppelpyramide kommen. Oh, ne, wir kommen in den Keller. Now that's a sight to see. King Deshrets' splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I Ich frage mich, expected. ob die Blätter lila sind von wegen der blauen Dings hier. That's what I call divine providence of Oder King ob sie wirklich lila Deshret. sind. Das wäre fast wieder wie in Inazuma hier von der Vegetation. Wow. Okay, das ist verdammt cool. Alter. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Okay, wie nah komme ich ran? Ich hoffe, ich komme bis hierhin. Sehr schön. Was? Na, es ist ja eine Sphäre. Scheiße. Ich wollte erstmal ein Foto machen. Das ist so ein Desktop-Hintergrund, wenn ich mal einen gesehen habe. Okay. Dann muss ich das so hier einfangen und dann vom Video ein Foto machen. Aber ich kann den Charakter hier leider nicht ausschalten, ne? Hab ich ihn irgendwie weggetrickst? Ah, ist leider zu nah dran. Ah, perfekt. So, jetzt einmal Foto machen. Questmarker muss ich irgendwie wegretuschieren. Was ein cooler Anblick. Das erinnert mich schon ein bisschen an die Donner-Sakura, ne? Nicht die Donner-Sakura, die heilige Sakura. Im Narukami-Schrein. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. Sind wir am Grab angelangt. Ist ja auch ein Mausoleum. Natürlich gibt es ja ein Grab. These are King Deshret runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret script? Er ist ein Gelehrter von der Akademie. Of course.
Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. 20? Ja klar. Ich krieg mit mir nur 2 hin und vielleicht kann ich auch ein bisschen Latein lesen. Vielleicht läuft es deswegen nicht so rund bei mir. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. Systemton. There Das seems to be a eine hidden message Akasha? among these skeletal remains. Excellent. There's a device from King Deshrets' civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. Wie praktisch, dass wir hier einen Beamer haben. Oder besser gesagt, ein Holodeck, hä? Cool, jetzt sind wir hier bei Star Trek. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? Also die höhere und die niedere Herrin waren von Anfang an eine und dieselbe Person. Deswegen wurde sie auch da gefunden, wo man Rukkhadevata gehofft hatte zu finden. Wie cool. Und wie nur umso tragischer, dass sie so verachtet wird und auch sich selber an sich selber zweifelt. Und was ich natürlich gedacht hat, war die Geschichte, dass Rukkhadevata den Deshret getötet hat, natürlich kompletter Humbug. Das ist also die wahre Geschichte. The priest's memories. Es schien ein Vorfahre von Sinus Art gewesen zu sein, ne? Also zumindest hat er gleiche Aufmachung gehabt. Ich weiß nicht, ob er auch schon Mahamatra war zu der Zeit. No, impossible. Komm, du wirst doch wohl den Worten des treuesten Anhängers deines ach so wertvollen Deshrets glauben. Greater Lord Rukkhadevata.
So the former Dendro Archon and King Deshret were never enemies at all. Was ist denn hier los? Warum ist hier die Framerate so im Keller? Eigenartig. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Nein, nicht die Anhänger der Göttin der Pflanzen, ganz und gar nicht die Anhänger von ihr. Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Die höhere Herrin Hukate hat ihre helfenden Hände nach König Deshret und seinen Anhängern ausgestreckt. Aber es brauchte so viel Kraft, dieses verbotene Wissen auszulöschen. Am Ende hassten sich die Anhänger der zwei Götter und betrachten sich als tödliche Feinde. Als Todesfeinde. Sie hätten nie gedacht, dass die beiden Seiten so eng miteinander verbunden sind. Und das scheint immer noch das zu sein, was Irminsul zu schaffen macht. Ne? Dieses komische Wissen, was nicht von dieser Welt ist und damals schon fast alles korrumpiert hätte. Das ergibt irgendwie Sinn. Wir haben ja erfahren, dass Irminsul irgendwie damit über den Verlust der Elemente Wissen für einen speichert. Und deswegen ist ja auch die Akasha darauf aufgebaut. Man fragt sich nur, wo kommt dieses eigenartige Wissen her? Und was hat die Akademie damit vor? You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. Ich schätze, am Ende hätte noch hassen sagen sollen. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Raman, that's enough. Ich hatte gerade gehofft, dass er es einsieht. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Aber natürlich kommt erstmal Ignoranz durch. Dia, tell me, my Eremites and I, what are we even fighting for? Das ist eine gute Frage. Raman nimmt sich etwas Zeit, um seine Gedanken zu sammeln, während der Rest der Truppe, aber es ist kein Wunder, für alle Gläubigen wäre es schwer, das how you Geschehene doing? zu akzeptieren. I'll live. Thanks. I Auch should wie probably niedergeschlagen go. ist. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. Ja, die werden es natürlich ähnlich Schwierigkeiten damit haben werden, das zu glauben. Hoffentlich werden sie es glauben, wenn ihr Großanführer ihnen das berichtet. Ansonsten haben sie ein Problem. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side.
And I'll return every last one of your your village keepers. Ah, schon We'll besser. share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes, the gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. Ich hoffe, irgendwie so, ich kann das Gefühl nicht abstreiten, dass er doch noch nicht ganz auf unserer Seite ist und uns jetzt vortäuscht, sich bekehrt zu haben. Aber es wäre natürlich schön, noch weitere Verbündete jetzt haben und vor allem diesen dämlichen Krieg beiseite zu legen, der einfach nur den Leuten hier schadet, allen voran den Dorfwärtern. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Sino. We're leaving! Ich wette, es waren Vorfahren von ihm. Stop yelling. Sino weiß, wie man mit Paimon reden muss. Wie cool ist dieser Ort hier? Oh. Ich frage mich, was hier los ist. Immer wenn ich hier an dieser Stelle. Es liegt am Licht. Hier kriege ich voll die Frame-Einbrüche. Also bei mir geht's, aber bei euch ist Dia-Show angesagt. Wild. Hätte ich mal Kasor mitgenommen. Dann wäre das Ganze hier einfacher. Okay, das funktioniert nicht ohne Anemo-Energie. Zum Stützpunkt der Goldbrigade. Das war schon... Ein Mausoleum muss auch bestimmt noch deutlich mehr geben als so das, ne? Okay, nehme ich mal einen von den Teleportationspunkten, die ich für meinen Grind genutzt habe. Das hier ist eine extrem coole szenische Ecke. Man sieht es da hinten im Hintergrund, da ist so eine riesige Ruinenwächtermaschine. Die Kandria muss eine Reihe, ich glaube 3 Stück von diesen riesigen Wächtern gehabt haben. Eines davon sieht man auch in Sumeru, also im Dschungel. An der Stelle hier, man sieht es sogar auf der Map. Haben wir schon gesehen, glaube ich. Ein weiterer liegt hier und ich weiß nicht, wo der dritte ist. Die wurden tatsächlich von Menschen gesteuert. Und man kann nur spekulieren, was die für eine Kampfkraft gehabt haben müssen. Und hoffentlich bleiben sie still, denn sollten die wieder aktiv werden, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem. Dass sie so eingewuchert sind, lässt mich glauben, dass die Göttin, die Dendro-Göttin, die selber versiegelt haben muss. Die ganze Geschichte von Kandria wird ja auch nochmal interessant. Sumeru scheint einige von Kandrias Relikten zu beherbergen. Man sieht vielerorts Ruinenwächter und andere Maschinen, die von eigenartiger Magie, ich schätze von entweder den Aranaran oder von
anderen Helferlein von Rukkhadevada quasi ja, gefangen gehalten werden, unterdrückt werden, versiegelt werden. Bleibt zu hoffen, dass Kusanali irgendwann größere Erkenntnis über ihre Vergangenheit als Rukkhadevada kommt und uns mehr erzählen kann. Denn für mich sieht es aus, als wäre Sumeru so einer der Kriegsschauplätze gewesen vor 500 Jahren. So, ganze Map aufgedeckt. Jetzt kann ich anfangen, die zu erkunden. Sieh einer an, was haben wir denn hier Schönes? So. Wir kommen mal mit friedlichen Absichten und wir werden nicht angegriffen. Schön zu sehen. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Oh. Sehr schön. Denn es bleiben ja noch die Leute, die So these are the people who kidnapped the Wissenskapseln village keepers. extrahiert haben und das schreckliche Leid über die Dorfwächter gebracht haben. Oh no, it's the scribe! Morgi. There's no need to yell. No one can help you now. Warum hat er auch so einen Lorbeerkranz? We've been all over the desert trying to find you. That's right. Oh shit. Ich glaube, Al-Heitam ist der noch einer, über den sie sich weniger Sorgen machen müssen. General Mahamatra? No, no. Make it quick, please. Swift and painless. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Dann find mal besser schnell die Worte. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Darf ich auch? Be my guest. Cool. Die Weisen versuchen, einen neuen Gott zu erschaffen, nicht wahr? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? Und er trägt den Namen Scaramouche und er ist nicht hier, um Tango zu tanzen. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. Wie idiotisch. Sie haben doch bereits einen, der viel gutmütiger und weiser ist. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue.
And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Also dieses eigenartige Objekt oder was auch immer, das als Gnosis oder göttliches Herz bezeichnet wird, konnten die wirklich irgendwie dechiffrieren und abzapfen und haben dann von all den Leuten ausgerechnet Scaramouche eingesetzt, um sie zu empfangen. Super. Was kann damit nur schiefgehen? Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Tja, aber was sie weisen erschaffen, ist nicht die höhere Herrin Rukkhadevada, sondern Scaramouche. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? Die Frage, die wir uns von Anfang an stellen. From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. Dafür wissen die erstaunlich viel über die Geschichte. So, this is the path the sages have chosen. Und selbst jetzt weigern sie sich natürlich noch, die niedere Herrin Kusanali anzuerkennen. Wirklich, was ist mit den Göttern in dieser Welt? Die sind zum Teil echt erbärmlich. Hätte nie gedacht, dass einer Gottheit solche Grausamkeit widerfahren kann. Alright, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish.
Zurück zum Marodorf. Ich hoffe, ich denke mal, die Gelehrten werden in eine lange Reihe von Leuten eingereiht, die, weil die ganzen Pläne über den Haufen geworfen haben, ihr Urteil gesprochen bekommen werden. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. Nach allem, was wir gerade erfahren haben? Nur kein Wunder. Ja, und die arme niedere Herrin Kusanagi, die allen so viel gegeben hat und alles geopfert hat, ist für die Akademie nur eine nutzlose Figur, die ins Heiligtum von Surastana verbannt wurde. Die Leute, die sie beschützt, hätten niemals gedacht, dass es so eine kleine, kinderartige Göttin auf der Welt gibt. Und all die Werke werden ja wirklich selten ihr zugesprochen, ne? Auch hier bei den Dorfwächtern. Die werden Dorfwächter genannt, weil man denkt, dass sie die Macht haben. Hey, say something. Stop spacing out. Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Snacks. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? Ah, endlich. Endlich. Ah, warum erst jetzt? Na gut. Also, es gibt so ein paar Dinge, die ihr wissen solltet. So you were still withholding some information? Tja, nicht meine Entscheidung, aber jetzt sind wir uns endgültig zu 1000% sicher, dass ihr alle vertrauenswürdige Kameraden seid. Also machen wir endlich reinen Tisch. Zu ein paar Snacks und Tee. Wie angenehm. Oh, dir scheint es extrem zu belasten. Seiner schaut ernst, als hätte er die Entscheidung getroffen, seine Suche nach Rechtschaffenheit, der Glaube, der ihn den ganzen Weg über begleitet hat. Auch Allheiten zeigt die Bereitschaft, zuhören zu wollen. Und dann werden all die Geschichten erzählt und... Aha. Gut, wir haben das Team endgültig assembled. All of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. Also die ganze Truppe ist jetzt noch mehr als vorher vereinigt und sind die Avengers von Sumeru, so gewissermaßen. Und das sind unsere Erfahrungen in Sumeru. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Ich nehme an, wir haben jetzt weiter ausgeholt, so angefangen von der Samsara. Wer ist denn der andere? Senior. Still, now's a good time to make our next move. Now that Raman's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Und egal wie schwer es noch wird, ich werde mein Bestes geben. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. Oh boy, das war der 4. Akt und ich kann es kaum erwarten, was der 5. Akt für uns bereithalten wird. Erstmal können wir auch ein bisschen mit den Leuten hier reden. Belkacem? Wache des... Ist er eine Wache? Eine Wache oder ist er ein Wärterwache? Alter Freund, was denkst du? Okay, ihr könnt es mal lesen.
Haben wir eine kleine lustige Kindheitsgeschichte von Candace rausgebracht, wo sie sich einmal verirrt hat. You must let me know if there's anything I can do to help. Though I cannot leave Avra Village, I can't help but feel stirred when I see the looks in your eyes. I've never felt as roused as this when fighting alone in the past. I suppose this must be the power of camaraderie. Oder ein weiterer Baustein von Ithas Harem. Ist er jetzt kennen. Don't rush. This is a big undertaking, and the planning and preparation for what lies ahead will no doubt take some time. Take it slowly. We need to make sure the plan is as effective as possible. He's starting to read his book again. Hey, are you even listening? Would you like me to lend you something to read? No way. Your books aren't quite to Paimon's tastes. I was joking. I know my books are far too difficult for you, and I have no intention of lending them out. Wow, wie passiv-aggressiv. Ugh, you're so annoying. Es ist sehr wichtig, die Gesetze der Physik zu kennen, wenn man... Na, eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, jeder weiß, wie ein Schwert funktioniert. The past few days have been some of the most challenging work I've ever taken on. And none of it'll earn me a single mora. I can't believe it. Look on the bright side, Dia. Maybe we'll get a huge reward after this is all over. You've got a point. Hey, what would you do if you woke up tomorrow with more money than you could ever spend? Paimon would buy boatloads of tasty snacks. That's it? And maybe some tasty drinks as well? How adorable. Well, here's to all our indulgent fantasies. And here's hoping that everything we do from now on will change this world for the better. Ach, die Dia ist einfach so eine gute. Nach außen musst du natürlich ein bisschen auf rau machen, weil es nun mal für ihren Job eine Notwendigkeit ist und den Job kannst du natürlich auch äußerst kompetent ausführen. Aber innen hat sie einen weichen Kern aus Marshmallows. In the past, I never imagined that even the gods could suffer from hardship. If we can find a way to change all of this, will this nation become a better place? Ganz bestimmt. Also besser als, oder andersrum gesagt, schlechter als jetzt kannst du ja hoffentlich nicht mehr werden. Was braucht eigentlich Candace zum Aufleveln? Irgendwie hätte ich Lust, sie ins Team zu holen. Ah, Mist, diese Dinger. Ich habe leider nichts für sie. Keine Artefakte, kein gar nichts. Ah, die ganzen blauen Ausrufezeichen, so viel zu tun hier. Wenn ich auf die Zeit schaue, dann müsste das passen für ein Folgenende. Ich nehme mal das alles am Stück auf und dann schaue ich später die Folgen, wann so wie es auch immer Sinn ergibt, Schnitte zu setzen. Und deswegen, und auch weil ich so immer eingenommen bin von der Story, komme ich nicht oft dazu, mal abzumoderieren. Aber das werde ich jetzt mal gerade machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht nur diese Folge, sondern auch die ganzen letzten Folgen, wenn ihr schon die ganze Zeit dabei seid. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin am Ball und dass es euch weiterhin so gefällt wie mir. Ich muss sagen, die Sumero-Quest ist wirklich top-notch. Also die Mihoyo schafft es echt, jedes Mal noch eine Schippe draufzusetzen. Und der 5. Akt muss absolut wild werden. Den werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Bis dahin habt eine schöne Zeit und haut rein.